Hey Leute, Georg hier. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mir persönlich am Herzen liegt. Der Konflikt zwischen Israel und Palästina. Als jemand, der sich leidenschaftlich für Philosophie, Frieden und Verständigung interessiert, habe ich meine Gedanken dazu in einem Video zusammengefasst. Doch lasst mich euch gleich zu Beginn sagen, dass ich mich manchmal ohnmächtig fühle. Die Welt scheint so kaum durchschaubar und es ist frustrierend zu sehen, wie ein Konflikt so lange anhält. Aber diese Ohnmacht motiviert mich, nicht einfach wegzuschauen, sondern einen Beitrag zur Diskussion zu leisten. Lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, wie wir trotz unserer individuellen Begrenzungen einen positiven Einfluss ausüben können. Denn auch wenn wir nicht die ganze Welt ändern können, können wir vielleicht einen kleinen Teil verbessern. Uns, ganz nach Michael Jacksons I'm starting with a man in the mirror. Lasst uns beginnen. Mir gingen folgende Fragen einfach so durch den Kopf. Wie würde Sokrates auf diesen Krieg reagieren? Wie würde Epiktet reagieren? Wie würde der Buddha reagieren? Alles aus philosophischer Sicht. Philosophen wie Sokrates, Epiktet und auch der Buddha würden vermutlich unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Sokrates. Er würde wahrscheinlich versuchen, durch Fragen und Dialoge das tiefer liegende Verständnis der Ursachen des Konflikts zu fördern. Seine Methode des dialektischen Gesprächs könnte dazu dienen, Widersprüche und Unklarheiten aufzudecken, um letztendlich zu einer tieferen Einsicht zu gelangen. Epiktet. Ein Stoiker wie Epiktet würde betonen, dass wir nur Kontrolle über unsere eigenen Handlungen und Einstellungen haben. Er könnte dazu ermutigen, Mitgefühl für die Leiden der Menschen in der Region zu empfinden, aber auch dazu, inneren Frieden zu finden, indem man sich auf Dinge konzentriert, die man selbst beeinflussen kann. Buddha. Der Buddha würde wahrscheinlich auf Mitgefühl und Gewaltlosigkeit pochen. Seine Lehren betonen das Ende des Leidens und die Notwendigkeit, Mitgefühl für alle Lebewesen zu entwickeln. Er könnte den Weg des gewaltlosen Widerstands und die Suche nach friedlichen Lösungen fördern. Letztendlich sind das nur Spekulationen, ich weiß, da die Ansichten dieser Philosophen interpretiert werden können. Jeder von ihnen würde wahrscheinlich auf seine Weise nach einer friedlichen Lösung streben. Was denkst du? Denk daran, dass dieser Dialog hier in erster Linie dazu dient, verschiedene Perspektiven zu verstehen und nicht unbedingt darum, jemanden zu überzeugen oder zu verurteilen. Es ist auch okay, Meinungen zu haben, solange sie in einem respektvollen und zielführenden Rahmen geteilt werden. Ich persönlich beruhige mich mit dem Gedanken von Epiktet, dass man seinen Fokus auf die Dinge lenken soll, die in unserer Macht stehen. Und ich stelle fest, ich habe da überhaupt keine Macht. Denn die stoische Philosophie, zu der auch Epiktet gehört, betont tatsächlich die Idee der Konzentration auf Dinge, die in unserer Kontrolle liegen. Epiktet lehrte, dass wir Macht über unsere Einstellungen, Überzeugungen und Handlungen haben, während viele äußere Umstände außerhalb unserer Kontrolle liegen. In Situationen, in denen ich mich machtlos fühle, ist es für mich sehr hilfreich, meine Energie auf die Aspekte zu lenken, die ich beeinflussen kann.
Das kann bedeuten, meine eigenen Reaktionen und Entscheidungen zu reflektieren, meine Perspektive zu überprüfen und Wege zu finden, wie ich positiv handeln kann, auch wenn äußere Umstände sehr schwierig sind. Es ist okay, sich angesichts globaler Ereignisse machtlos zu fühlen, aber die Kraft der individuellen Handlungen und Einstellungen kann einen Einfluss haben, sei es auf dein eigenes Wohlbefinden oder auf die Gemeinschaft um dich herum. Und ich denke, das Einzige, was ich machen kann, ist tatsächlich meine Videos zu machen und zu veröffentlichen. Durch meine Videos kann ich nicht nur Informationen teilen, sondern auch Gedanken anregen, Perspektiven erweitern und eine Plattform für einen Austausch schaffen. Das ist eine mögliche, kraftvolle Art, Überzeugungen und Anliegen zu kommunizieren. Indem ich aktiv Informationen verbreite und Menschen zum Nachdenken anrege, möchte ich dazu beitragen, Bewusstsein zu schaffen. Es mag zwar nicht die gesamte Welt verändern, aber es kann einen Unterschied für diejenigen machen, die meine Videos sehen und sich mit den Themen auseinandersetzen. Was würde Mascha Rosenberg sagen, wenn er die Bedürfnisse beider Seiten kennen würde? Oder anders gefragt, was könnten die Bedürfnisse beider Seiten, Israels und Palästinas, sein? Hypothetisch. Denn wissen kann ich es nicht. Dazu müsste ich alle Beteiligten fragen. Hypothetisch betrachtet, basierend auf den Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation von Mascha Rosenberg, könnte er betonen, dass die Bedürfnisse beider Seiten, in diesem Fall Israel und Palästina, auf einem tiefen menschlichen Niveau ähnlich sind. Er könnte auch darauf hinweisen, dass grundlegende Bedürfnisse nach Sicherheit, Würde, Freiheit und Gemeinschaft universell sind. Rosenberg würde möglicherweise dazu ermutigen, dass beide Seiten ihre Bedürfnisse und Gefühle klar und einfühlsam ausdrücken, um Verständnis und Empathie zu fördern. Seine Ansätze können darauf abzielen, eine Brücke des Verständnisses zwischen den Konfliktparteien zu schaffen, indem er die menschlichen Aspekte und gemeinsame Bedürfnisse hervorhebt. Was aber, wenn eine Seite einseitige Strategien zu Ungunsten der anderen Seite wählen würde? Wie würde Marshall vorgehen? Hypothetisch. Hypothetisch gesehen würde Marshall Rosenberg möglicherweise versuchen, die zugrunde liegenden Bedürfnisse zu verstehen, die zu einseitigen Strategien führen könnten. Er könnte versuchen, die tieferen Motivationen, Ängste und Unsicherheiten zu erkennen, die diese Strategien beeinflussen. Rosenberg würde wahrscheinlich dazu ermutigen, einen offenen Dialog zu führen, in dem beide Seiten Raum haben, ihre Bedürfnisse und Sorgen auszudrücken. Durch einen einfühlsamen Austausch von Gefühlen und Bedürfnissen könnte er versuchen, das Verständnis zu vertiefen und gemeinsame Lösungen zu finden, die die Bedürfnisse beider Seiten berücksichtigen. Es ist wichtig zu beachten, dass Rosenberg den Fokus auf Bedürfnisse und Empathie legt, auch wenn die gewählten Strategien einseitig erscheinen. Der Ansatz besteht darin, Verbindungen aufzubauen und zu verstehen, um gemeinsame Lösungen zu gelangen. Ich weiß, dass Mascha Rosenberg israelische Polizei in NVC ausgebildet hat. Leider erkennt man davon nichts mehr. Leider. Mascha Rosenberg hat seine Ansätze der gewaltfreien Kommunikation, NVC, in verschiedenen Teilen der Welt unterrichtet, auch in Konfliktregionen. Es ist bedauerlich, wenn trotz solcher Bemühungen nicht sichtbare Fortschritte erzielt wurden.
Es gibt jedoch viele Faktoren, die den Erfolg solcher Ansätze beeinflussen können, einschließlich politischer, sozialer und kultureller. Konflikte können tief verwurzelt und undurchsichtig erscheinen, und die Umsetzung von NVC-Prinzipien erfordert oft ein umfassendes Engagement auf verschiedenen Ebenen. Es bleibt also nur der Wunsch übrig, dass im Laufe der Zeit und durch anhaltende Bemühungen positive Veränderung und eine vermehrte Anwendung von gewaltfreier Kommunikation erreicht werden können. Konfliktlösung ist ein anhaltender Prozess und die Auswirkungen können sich oft über einen längeren Zeitraum erstrecken. Es bedarf jedoch den Willen und die Bereitschaft aller Beteiligten für den Erfolg von Ansätzen wie der gewaltfreien Kommunikation. Ohne den echten Wunsch, Verständnis aufzubauen, Empathie zu zeigen und gemeinsame Lösungen anzustreben, können selbst die besten Methoden nicht die gewünschten Ereignisse erzielen. NVC erfordert eine aktive Teilnahme und einen offenen Dialog. Es ist wichtig, dass alle Parteien bereit sind, ihre Perspektiven zu teilen, zuzuhören und sich auf diesen Prozess einzulassen. Wie würde Jiddu Krishnamurti hierzu Israel-Palästina-Konflikt reagieren? Hypothetisch könnte Jiddu Krishnamurti, bekannt für seine Betonung von individuellem Denken und der Wahrnehmung ohne Vorurteile, den Israel-Palästina-Konflikt als Ausdruck tieferer menschlicher Probleme betrachten. Er könnte auf die Wurzeln von Konflikten in den menschlichen Geist und die Notwendigkeit hinweisen, kollektive Verantwortung zu übernehmen. Krishnamurti betonte oft die Bedeutung des Bewusstseins, der Selbstreflexion und der Veränderung auf individueller Ebene. In Bezug auf den Konflikt könnte er also dazu ermutigen, über politische und ethnische Grenzen hinwegzusehen und die tiefen Ursachen von Trennung und Konflikt zu verstehen. Natürlich ist dies eine hypothetische Interpretation. Es sind ja nur Gedankenspiele. Denn Gedankenspiele können dazu beitragen, verschiedene Perspektiven zu erkunden und das Verständnis zu vertiefen. Und jetzt kommt ein etwas höheres Gedankenspiel. Wie würde Gott im Alten Testament, Jesus und Allah reagieren? Das ist mehr als nur hypothetisch, ich weiß. Im Sinne der Lehren von Gott, Jesus und Allah. Hier sind mögliche spekulative Ansätze unter Berücksichtigung ihrer Lehren. Gott im christlichen Kontext. Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Matthäus 5,44. Gott könnte also eine Botschaft des Friedens und der Nächstenliebe betonen, die darauf abzielt, Konflikte durch Vergebung und Mitgefühl zu überwinden. Jesus im christlichen Kontext. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Matthäus 5,9. Jesus würde möglicherweise den Fokus auf den Frieden legen mit dem Ziel, Gottes Kinder zu sein, indem man aktiv nach Frieden strebt. Allah im islamischen Kontext. Gewähret denen, die euch Unrecht tun, Gutes, und siehe, der zwischen dem und dir Feindschaft ist, wird wie ein warmer Freund. Koran 41,34. Allah könnte also betonen, dass auf Unrecht mit Freundlichkeit und Großzügigkeit zu reagieren die Feindschaft überwinden kann. Bitte beachte, dass dies nur meine Interpretationen sind und die Lehren unterschiedlich verstanden werden können. Gläubige können ihre eigene Sichtweise haben, aber ich habe ja nach diesen Mächten
und deren Lehren gefragt. Welche weitere große Autoritäten könnte ich hypothetisch zu diesem Thema befragen? Und was könnten ihre möglichen Gedanken sein? Hypothetisch. Weitere Gedankenspiele. Es gibt viele bedeutende Denker und Philosophen, deren hypothetische Gedanken zu diesem Thema interessant sein könnten. Hier sind einige, die verschiedene Perspektiven einbringen könnten. Mahatma Gandhi. Er betonte Gewaltlosigkeit und könnte darauf hinweisen, dass Frieden durch Verständigung und gewaltfreie Mittel erreicht werden kann. Nelson Mandela. Sein Fokus auf Versöhnung und Vergebung könnte eine Perspektive bieten, wie Konflikte überwunden werden könnten. Martin Luther King Jr. Ähnlich wie Gandhi betonte King gewaltfreien Widerstand und Gerechtigkeit. Seine Sicht könnte auf sozialer Gerechtigkeit und Brüderlichkeit basieren. Dalai Lama könnte sich auf Mitgefühl, Toleranz und Interesse an der Wahrung von Kulturen und Religionen konzentrieren. Diese Persönlichkeiten repräsentieren unterschiedliche Ideologien und Herangehensweisen. Hypothetische Gedanken dieser Persönlichkeiten könnten dabei helfen, vielfältige Perspektiven und Lösungsansätze zu betrachten. Könnte man jetzt nicht argumentieren, die haben gut reden, diese Menschen müssen sich nicht täglich töten lassen? Ja, man könnte. Man kann auch. Was aber könnte man jetzt darauf antworten? Eine mögliche Antwort könnte sein, dass die genannten Persönlichkeiten oft in sehr herausfordernden und gewaltvollen Zeiten lebten, in denen sie persönlich mit Unterdrückung und Konflikten konfrontiert waren. Ihre Botschaften entstanden oft als Antwort auf solche Herausforderungen und sie setzen sich aktiv für den Frieden und soziale Gerechtigkeit ein, obwohl sie persönlich unter Druck standen. Ein weiterer wichtiger Hinweis könnte sein, dass diese Denker nicht nur philosophische Ideen äußerten, sondern auch konkrete Handlungen unternahmen um positive Veränderungen herbeizuführen. Ihre Erfahrungen und Taten könnten als Inspiration dienen, auch in schwierigen Zeiten nach friedlichen Lösungen zu suchen und gewaltfreie Mittel zu fördern. In diesem Sinne, heal the world, make it a better place for you and for me, and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make it a better place. For you and for me, Michael Jackson. Lasst uns jetzt gemeinsam darüber nachdenken, wie wir, inspiriert von diesen Worten, positive Veränderungen in unserer eigenen kleinen Welt bewirken können. Jetzt seid ihr gefragt, liebe Zuschauer. Nachdem wir über verschiedene philosophische Perspektiven gesprochen haben, möchte ich wissen, was ihr darüber denkt. Wie seht ihr den Konflikt zwischen Israel und Palästina aus eurer Sicht? Welche philosophischen Ansätze könnten eurer Meinung nach am wirksamsten sein? Hinterlasst eure Gedanken, Fragen oder auch gerne weitere Philosophen, die in dieser Diskussion relevant sein könnten, in den Kommentaren unten. Lasst uns eine Gemeinschaft des Dialogs schaffen und gemeinsam nachdenken. Wenn euch also dieses Video gefallen hat und ihr weiterhin solche Diskussionen möchtet, gebt einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Der Austausch mit euch ist mir wichtig und ich freue mich darauf, eure Perspektiven zu hören. Bis zum nächsten Mal, bleibt inspiriert. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Moratidis. Bis zum nächsten Mal.
Kommentare erwünscht. See you.